Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht heute nicht um mein neues Samsung Galaxy S24 Ultra, sondern es geht darum, dass in den Verpackungen der Hersteller ja mittlerweile kaum noch Ladegeräte mitgeliefert werden. So auch hier bei Samsung beim S24 Ultra. Es gibt schlichtweg kein Ladegerät in der Verpackung. Das wird immer mit Umweltschutzgründen begründet und das mag sicherlich auch richtig sein, bedeutet aber auch, ihr braucht, falls ihr nicht noch ein Ladegerät zu Hause habt, ein neues Ladegerät. Und gerade wenn ihr ein Hochleistungs-Smartphone wie jetzt zum Beispiel dieses S24 Ultra habt, dann braucht ihr natürlich auch ein Ladegerät, was mit ein bisschen Power daherkommt, damit ihr das Ganze dann auch vernünftig schnell aufladen könnt. Ich habe zwei Beispiele hier und zwar aus der Nexode Pro Serie von Ugreen. Einmal die 160 Watt Variante und die 65 Watt Variante. Die schauen wir uns einmal gemeinsam an. Ja, werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Verpackung und das ist in dem Fall tatsächlich, ich würde mal sagen, fast wichtiger als bei vielen anderen Dingen, wo ich euch immer die Verpackung zeige. Zum einen natürlich, weil wir hier nochmal sehen können, 65 Watt, wir haben 3 Anschlüsse, wir haben hier unten, sehen wir es auch nochmal, 2 USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Anschluss, also sollten wir für die meisten Anwendungszwecke durchaus gerüstet sein. Auf der Rückseite wird dann nochmal ein bisschen Werbung für manche andere Komponenten gemacht, also wir haben hier auch GaN, also sprich die verkleinerte Variante von Ladegeräten, klein und kompakt, mit trotzdem hoher Leistung. Wir haben Thermal Guard mit an Bord zur Sicherheit und wir haben Smart Charge, wo ihr halt vielfältige Möglichkeiten im Bereich Smart Charging nutzen könnt. Grundsätzlich ist es so, dass bei diesem Ladegerät nicht an jedem Ausgang die gleiche Leistung zur Verfügung steht. So habt ihr zum Beispiel hier, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, 65 Watt sind es ja insgesamt, Fast Charge ist mit an Bord und so weiter und so fort. Aber fast wichtiger ist hier unten diese Zeile. Also am USB-C 1-Port liegen die 65 Watt maximal an. Das ist erstmal gut. Am USB-C 2-Port liegen auch 65 Watt an. Natürlich nicht gleichzeitig, sondern getrennt, aber am USB-A-Port halt eben nur 22,5 Watt. Das solltet ihr wissen, wenn ihr euer Kabel anschließt, dass ihr halt hier im Zweifel ein USB-C zu USB-C-Kabel braucht, um die volle Leistung entgegennehmen zu können. Dann haben wir hier auf der anderen Seite noch das 160 Watt Netzteil. Das ist natürlich ein ganz schöner Trümmer, das muss man ganz klar sagen. Das liefert 140 Watt Maximalleistung an einem Port. Das reicht selbst um ein MacBook mit 16 Zoll vernünftig laden zu können. Mein 14 Zoll Notebook hier im Hintergrund, das braucht sogar nur 96 Watt, um möglichst schnell zu laden. Also von daher, das ist überhaupt kein Problem. 4 Ports sind mit an Bord, 3-mal USB-C, einmal USB-A. Das seht ihr hier auch nochmal. Und wie gesagt, insgesamt eine Leistung von 160 Watt. Da auf der Rückseite sind die gleichen Dinge nochmal angegeben, die wir auch schon gerade eben bei der 65 Watt Variante hatten. Und hier auf der Rückseite bzw. auf der Seite dann auch nochmal die Aufsplittung in die einzelnen USB-Anschlüsse. Einmal 140 Watt am USB-C 1, 100 Watt am USB-C 2 sozusagen, so, und hier drunter, ich kann es nicht genau erkennen, 30 Watt sind es, glaube ich. Also der USB-C 3, der ist dann eher für die kleinere Variante. Und was haben wir hier? 22,5 Watt auch bei dem USB-A-Port. Also insofern ein rundes Paket, einmal mit 160 Watt eine Riesenleistung und 65 Watt die eher komfortable bzw. portable Variante. Ja, schauen wir uns auch mal Optik und Haptik an, denn hier geht es natürlich auch darum, dass wir über die Pro-Serie sprechen. Die soll natürlich optisch auch ansprechend sein. Vom Gewicht her würde ich sagen, die 65 Watt Variante, wie gerade eben schon erwähnt, eher portabel. Vom Material ist das hier natürlich Plastik, aber es fühlt sich auf jeden Fall ganz gut verarbeitet an. Da knarzt auch nichts, wenn man hier dran dreht, drückt. Die USB-Anschlüsse sind auch sauber eingearbeitet, also da müsst ihr nicht wackeln oder sowas, sondern die sitzen sauber hier in dieser schwarzen Plastikumrandung. Mir persönlich gefällt das jetzt von der Optik ganz gut. Ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, wirkt natürlich durch dieses Grau auch eher so ein bisschen wenig spektakulär, aber auch hier bei 160 Watt Variante also keine Probleme. Auch da die Anschlüsse alle sauber verarbeitet und auch kein Knarzen oder irgendwas, was am Plastik auszusetzen wäre. Also aus meiner Sicht für die Variante Pro, und das ist ja nun mal die Professional-Variante, ist das auf jeden Fall, macht das einen guten Eindruck und sieht auch aus meiner persönlichen Sicht gut aus.
So, jetzt wird es ein kleines bisschen chaotisch, liegt aber einfach daran, dass ich euch zeigen will, was man jetzt wirklich alles mit diesen Ladegeräten machen kann. Und wir haben hier einmal zunächst mal die 65 Watt Variante. Und ihr seht hier, wir haben zum einen das Handy angeschlossen, wir haben noch Kopfhörer angeschlossen und wir haben noch ein Tablet angeschlossen. All das lässt sich natürlich parallel laden. So hier mein iPad Mini, so hier auch meine Samsung Galaxy Buds und so natürlich auch das S24 Ultra. Und da natürlich wichtig zu wissen, beziehungsweise wichtig nochmal drauf zu schauen, es wird natürlich die schnellste Lademöglichkeit unterstützt. Das sind 45 Watt, die da benötigt werden, um die, das 2.0 Superschnellladen sozusagen nutzen zu können von Samsung. Andere Hersteller haben ja schon deutlich mehr Wattleistung, die sie reinpumpen können. Bei Samsung ist ja bei 45 Watt Schluss. Ihr könntet aber auch noch eine Uhr mitladen und so weiter und so fort. All das geht und da kommt selbst die 65 Watt Variante nicht an ihre Leistungsgrenzen. Wir gucken direkt weiter und gehen hin zu der 140 bzw. 160 Watt Variante. Insgesamt ja 160 Watt, am Port 1 140 Watt, sodass ich ohne Probleme mein 14 Zoll MacBook Pro laden kann. Das hat Maximallademöglichkeiten auch beim Originalladegerät von 96 Watt. Auch hier können wir wieder das Tablet noch mitladen. Wir können auch hier wieder die Kopfhörer mitladen und wir können auch hier unser S24 Ultra trotzdem im schnellstmöglichen Lademodus laden. Wenn ihr jetzt natürlich ein MacBook Pro mit 16 Zoll hättet, welches ja 140 Watt Netzteile unterstützt, dann könnte man zum Beispiel hier natürlich unser Telefon nicht mehr im Superschnelllademodus laden, weil dann hätten wir 140 plus 45 Watt, das würde nicht aufgehen. Das Ganze wird auch nicht warm, wenn man jetzt denkt, wie wird das, ob das heiß oder warm wird, wenn es ausgelastet wird. Nein, das wird handwarm, aber nicht heiß. So, und damit sind wir schon durch mit unserem kleinen Video zur Ugreen Nexo Pro Serie. Es gibt auch noch ein 100 Watt Netzteil, das könntet ihr euch zum Beispiel auch anschauen, wenn ihr nicht 65 oder 160 Watt wollt. Das sind ja zwei Extremer. Mir persönlich gefällt das 160 Watt Netzteil definitiv am besten. Es fühlt sich gut an, da knarzt nichts. Das Ding hat richtig Power, egal was ihr laden wollt, ob MacBook, ob euer Telefon, ob euer Tablet, Uhr, was auch immer. All das lässt sich mit diesem Ding ohne Probleme laden. Selbst wenn ihr ein 16 Zoll MacBook habt ihr immer noch ein bisschen Leistungsreserve, um weiterzuladen. Bei mir persönlich, ich habe ein 14 Zoll MacBook, da muss ich sagen, das 96 Watt Netzteil von Apple selber ist größer und schwerer als das Ugreen 160 Watt und das will schon einiges heißen, weil da steckt halt einfach noch mehr Power drin als in der weißen Variante, die ihr auf der rechten Seite seht von Apple, wo ihr ja quasi auch nur einen Ladeport habt. Also aus meiner Sicht sind die Dinger wirklich empfehlenswert. Guckt sie euch mal an, ist jetzt ganz neu draußen. Die Pro-Serie auf jeden Fall auch nochmal aufgewertet im Sinne von mehr Power auf kleinerem Raum und leichter und auch nicht so wärmeempfindlich. Also insofern guckt euch gerne mal die Links in der Videobeschreibung an. Ich habe sie euch reingepackt. Wenn noch Fragen sind, stellt sie mir gerne über die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer Alexa, Kamera aus. Okay.